Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Heute zum nächsten Interview mit Wolfgang Bucher. Ja, heute ist der 18. Februar und wie versprochen, werden wir uns heute mal was anschauen. Wir hatten ja letztens vom Programm schon geredet, angedeutet und jetzt wollen wir uns erstmal einen kompletten Überblick, also einen groben Überblick verschaffen, was das Bucher Coaching System überhaupt alles beinhaltet. Also Wolfgang, kannst du uns mal kurz in welcher Form zeigen? Ich glaube, es waren 9 Hauptprogramme und noch einige Unterkomponenten. Ja, 8 Hauptprogramme, eine Unterkomponente. Und ich gebe am besten mal kurz meinen Bildschirm frei und dann kann ich mal loslegen. Also zunächst mal, da sieht man mich. Ich bin praktisch Wirtschaftsinformatiker, Geschäftsführer der Bucher GmbH, Softwareentwickler. Ich muss schnell diese Zeile hier noch wegschieben. Nee, man sieht nur Und Präsentation, also und die 2 Bilder, ist alles okay, man sieht es schon. okay, sehr gut. Und wir entwickeln die Software bei der Bucher GmbH, die nennt sich dann Bucher Coaching Systems und ist ein System im Komplementärmedizinbereich. Ähm, Heute soll es ja mal, denke ich, um den Vita-Coach gehen. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon besprochen oder vorletztes Mal, glaube ich. Und dazu will ich aber erst noch einen Schritt zurückgehen und die übergeordnete Software zeigen. Das wäre im Prinzip die Software Bucher Coaching Systems und die besteht eben aus 8 Hauptprogrammen und einem äh, Zusatzprogramm plus noch ein paar Module, die es separat gibt, die nicht immer dabei sind. Und dieses zentrale Programm beinhaltet praktisch das, was man lizenziert, das, was man kauft von uns. Das wird dann dort eingespielt und kann mit diesem Bucher Coaching Systems benutzt werden. Und das besteht im Wesentlichen eben aus der Klientenverwaltung, wo ich Adressen eingeben kann, wo ich die Daten des Patienten aufnehme, wo ich aber auch Datensicherung mache, das ganze Programm organisieren kann. Das ist im Prinzip das Bucher Coaching System. Und dort integriert sind dann die verschiedenen Programme wie der Bucher Vita Coach, den wir jetzt im Anschluss gleich besprechen wollen, aber auch der Bucher Business Coach beispielsweise, der identisch ist zum Vita Coach, aber eben speziell für Unternehmensberatung zugeschnitten ist, gerade mit solchen Datenbanken, die dort gebraucht werden. Dann haben wir hier den Bucher Aura Coach, der im Prinzip die Energien, die Lebensenergie der Menschen scannt, wo ich dann sehen kann, wie viel Energie ist in dem Chakra drin und welche Blockaden gibt es dazu. Ich habe dann den Corpus Analyzer, den ich freischalten kann. Und da geht es um Blut- und Körperwerte, die man scannen kann. Wir haben Tau Medical, das ist eine ähm, Software im Bereich der chinesischen Medizin. Da geht es um I Ching und Akupunktur. Kann man also auch sehr gut damit scannen oder Dinge herausfinden. Das sieht dann so aus. Wir haben Cosmic Lights Balancing, das ein bisschen den astrologischen Hintergrund der Patienten beleuchtet, man aber auch korrigieren kann, jetzt nicht nur die astrologische Disposition akzeptieren muss, sondern versucht über die Planetenfarben auch das zu korrigieren. Dann haben wir den Bucher Bioresonanz Triselect. Das ist eigentlich ein Bioresonanzsystem, das eben die Körper- oder Zellschwingung aufnimmt, versucht, die zu verbessern und wieder zurückzusenden. Wir haben das Color Tuning, das ist wie ein Aurasystem aufgebaut, aber die einzelnen Chakrenbereiche sind noch in weitere Teile unterteilt. Und dann gibt es noch dieses Zusatzprogramm. Im Prinzip, das ist Stress Balance, nennen wir das. Damit kann man beispielsweise Stress reduzieren. Man sagt dem Patienten, jetzt beruhige mal den Schmetterling, der flattert normalerweise ein bisschen aufgeregt. Und indem ich das mache, beruhigt er sich, weil über diese Feedback-Schleife, die dann entsteht zwischen dem Schmetterling oder der Software und dem Menschen, kommt dann so ein Effekt rein, dass ich den beruhige, damit mich beruhige, dann spürt das System, das beruhigt den wieder
Und so kann man dann praktisch diesen Effekt des Stressabbaus direkt am Bildschirm verfolgen. Dann gibt es noch zwei Zusatzmodule, die man optional dazu nehmen kann, nämlich das Interblend, wo ich die radionischen Pakete, die Information, die ich regulieren möchte, als Musik in Musik einbette und somit die Musik wie ein sendendes Radionikgerät läuft. Da ist dann aber auch sogar schon Musik dabei, die man nutzen kann und seinen Patienten mitgeben kann. Die ist GEMA-frei, muss man also nichts weiter dafür bezahlen. Dann die zweite wichtige Option ist die Fraktaltechnik. Hier kann man solche abstrakten Farbmusterbilder erstellen lassen, die dann den Patienten dazu bringen, äh, vielleicht in seinem Unterbewusstsein mal zu assoziieren und Probleme an die Oberfläche zu holen, die seither einfach vergraben waren und die dann an die Oberfläche kommen. Und wenn sie da sind, dann können wir die lösen. Zum Schluss gibt es noch die Kollektivbesendung, die ist aber keine Option, sondern die ist immer dabei, weil wir das so wichtig empfinden. Dort kann man praktisch für andere Therapeuten über unseren Server Pakete absenden und die anderen senden für mich. Das könnten wir auch mal speziell ein separates Video machen, aber das ist eine gute Möglichkeit, um einfach manchmal Dinge zu verstärken oder auch, wenn mir das jetzt die Verantwortung zu groß ist, das einfach auf mehr Schultern zu verteilen. Hier ist nochmal so ein kleiner Überblick, was die Radionik-Software alles macht. Das ist eine Radionik-Software im energetischen Bereich, also Bereich der Bewusstseinsmedizin. Wir prüfen auf Resonanzen in unseren Datenbanken. Das sind also ganz viele Dinge des Lebens drin. Und ich kann dann jetzt prüfen, geht der eine oder der andere Eintrag in Resonanz. Wir können dadurch Ursachen erkennen, was ganz wichtig ist. Und wir können dann eine Energieübertragung machen, um zum Beispiel diese Ursachen zu eliminieren oder aufzulösen. Wir können Informationsträger herstellen, kann ich nachher auch welche zeigen. Und wir unterstützen damit im Prinzip die Selbstheilungskräfte des Patienten. Das ist eben wichtig bei uns, dass wir nicht sozusagen ein Heilgerät, ein medizinisches Gerät haben, sondern wir beraten den Patienten in Richtung Gesundheit. Wir coachen ihn sozusagen und deswegen darf das System auch jeder einsetzen, egal ob der jetzt Heilpraktiker oder Arzt oder auch Heiler ohne Ausbildung, nur von seiner Lebenserfahrung her oder einfach nur ein Coach ist. Noch zum Schluss, warum kann es das Leben verändern? Das Wichtige ist, dass die Symptome ja Ursachen haben. Und wenn wir die Ursachen wegnehmen, dann fehlt sozusagen dem Symptom der Grund, überhaupt da zu sein, zu existieren. Wir versuchen ein gesundes Ziel für den Patienten zu setzen oder in die richtige Richtung zu ändern. Wir übertragen eben wir können auch sagen Gedankenenergie. Wir nutzen dazu Informationsträger und das Ganze basiert auf dieser feinstofflichen Energie. Das wäre jetzt erstmal das Wichtigste, der erste Überblick. Also sozusagen, ich sag mal, dass du gesagt hast, für das Bucher Kollektivbesendung mal ein extra Video zu machen, gilt natürlich auch Mhm. für andere Dinge, sagen wir es mal so. Wir werden jetzt von diesen 8 oder 9 Programmen uns eins aussuchen, wie es jetzt schon im Bildschirm zu sehen ist. Wir werden den Bucher Video Coach nehmen und alles andere, wenn sozusagen Wünsche sind, dass wir euch zum Beispiel Aura Coach oder was auch immer noch euch mal zeigen sollen, mal in einer Kurzfassung, schreibt es bitte in die Kommentare drunter oder teilt uns in Telegram-Gruppe später dann mit. Und wir werden dann noch auf jeden Fall ein, zwei, je nachdem wie viele Wünsche es sind, Videos machen. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Bucher Vita Coach, also dieses Programm aus dem Bucher Coaching System und beginnen mal, denke ich mal, logischerweise wie ein Therapeut oder ein Heiler oder ein Arzt oder Heilpraktiker beginnen würde mit dem Klientensystem. Also dann bitte, Wolfgang, zeig uns mal den Bucher Vita Coach und los geht's. Ganz genau. Ich würde den Bildschirm gleich so freigeschaltet lassen, wie er momentan ist. Dann kann man das alles sehen, was ich meine.
Und wir haben also hier, wenn man das Programm startet, erstmal so einen Willkommensbildschirm. Da sieht man die wichtigsten Eckdaten des Programms. Wir haben aber auch hier einen Chat eingebaut. Wenn man also eine wichtige Frage hat, stellt man die hier und ich versuche die zu beantworten. Ähm, Dann kommen wir mal gleich zu den Klienten. Wenn ich da draufklicke, öffnet sich die Klientenliste. Das sind also alles Patienten, die ich im Programm eingetragen habe. Und hier kann ich im Prinzip neue Patienten aufnehmen. Ich kann Änderungen vornehmen. Ich kann zusätzliche Infos aufnehmen. Wir gehen mal hier beispielsweise kurz rein. Da haben wir also zum Beispiel Einstellungen. Wir können ein Foto dazu nehmen. Wir haben Bemerkungen. Da kann man also alles Mögliche hier aufnehmen, was man vielleicht sich von dem Patienten merken möchte oder was man später wieder braucht. Das wäre eigentlich das Wichtigste zu dem Klientenfenster. Dann kommen wir zum Datenbankfenster. Man sieht ja, dass sehr viel einzustellen ist. Man soll es erstmal Ja, durchklicken. Es gibt gewisse Anforderungen, welches Programm Minimum braucht, um, sagen wir mal, korrekt arbeiten können. Und wenn die nicht erreicht sind, sagt es uns das was noch zu erfüllen ist. Ansonsten natürlich, je mehr ihr ausfüllt, desto besser. Und der Bucher Vida Coach basiert ja auf vielen Datenbanken, die viele Anwender geschrieben haben. Zudem sind wir jetzt ja gerade gekommen zu der Übersicht. Die sind jetzt alle schon geladen bei dir. Weiß nicht, ob du zeigen willst, wie man die zum Beispiel ins Programm integriert oder schaut, ob alle aktuell noch sind oder ob du gleich weitere Schritte oder wie auch immer, was du jetzt möchtest, kannst du jetzt erklären, weil ich denke mal, wenn wir das ausführlich erklären würden, wäre das ein 10-Stunden-Video und wir wollen es ja versuchen, irgendwie weit unter einer Stunde zu bleiben. ja, genau. Das kriegen wir auch hin. Zu diesem Beispiel, wenn du es sehen möchtest, dann lösche ich einfach mal hier die Datenbank Buddhistische Weisheiten. Die ist dann jetzt nicht mehr drin. Ich habe hier schon bereits alle Datenbanken geladen gehabt. Und wenn ich jetzt das System neu installiere, hat es erstmal keine Datenbanken. Wenn ich dann aber hier die rechte Maustaste mache und sage, Datenbanken-Import und zwar vom Internet. Dann kriege ich eine Liste angezeigt aller Datenbanken, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und in der Liste sind die dann rot aufgeführt, die ich noch nicht habe und die ich schon habe, die sind grün. Und da sieht man das jetzt. Also auch wenn wir später Datenbanken hinzufügen, ist es relativ leicht zu sehen, welche Datenbanken fehlen. Und die haben dann automatisch auch schon ein Häkchen dran. Das heißt, ich klicke dann einfach auf Importieren und dann werden die Datenbanken, die ich noch nicht habe, Mhm. von der Bucher GmbH nachgeladen und dann finden wir die auch hier wieder drin und können mit der genauso arbeiten. Mhm. Also das geht relativ leicht. Da haben wir versucht, möglichst keine Hürden irgendwie einzubauen, sondern man kann diese Datenbanken, die im Übrigen hauptsächlich von unseren Kunden stammen, jemand nimmt eine Datenbank auf und denkt, die könnte ich doch eigentlich der Bucher GmbH geben, dass sie die weitergibt. So sind praktisch nahezu alle unsere Datenbanken entstanden und die kriegen dann auch alle Kunden kostenlos freigeschaltet. Dann ist es so, dass natürlich immer wieder mal jemand einen Spezialbereich hat, der eben nur bei ihm vorkommt, der bei ihm wichtig ist. Und deswegen ist es klar, dass immer wieder mal hier drin was fehlt, weil wir können nicht wirklich alles aufnehmen, aber wir versuchen es zumindest viel aufzunehmen. Aber wenn etwas fehlt, dann kann man das hier unten bei My Databases machen. Das heißt also, ich kann hier beispielsweise eine neue Datenbank anlegen. Hier hat es jetzt zum Beispiel Datenbanken von mir. Rechte Maustaste, neue Datenbank. Mir fällt gerade gar nichts ein. Was nehmen wir? Medikamente 2. Und dann wird diese Datenbank angelegt und hier kann ich jetzt ganz einfach neue Einträge aufnehmen. Aspirin, und dann ist dieser Eintrag da. Ich kann den dann aber auch einlesen. Ich kann das Aspirin auf einen Eingangsbecher legen und kann dann sagen, ich will den einlesen. So kann ich einmal die von Bucher genutzten zur Verfügung gestellten Datenbanken nutzen beim Scan oder ich kann eben eigene Datenbanken aufnehmen und das ergänzen, was mir vielleicht noch so fehlt.
Ja, eigene Datenbanken ist natürlich jetzt ein sehr komplexes Thema und wenn man einmal weiß, wie es auszufüllen ist, geht das dann noch relativ schnell. Und wenn man viel machen möchte, gibt es auch noch einen anderen Weg, über eine Excel-Tabelle das vorzuschreiben und dann zu importieren. Wie man jetzt auch vielleicht gesehen hat an den vielen Sprachen hier, also sehr multilingual. Ich Ja, hätte geschätzt mal 20 Sprachen. Ich habe nicht gezählt auf die Schnelle. Also, ja, ich hab hier natürlich zur Probe relativ viele freigeschaltet. Normalerweise bekommen die Kunden die Sprachen freigeschaltet, die sie haben möchten. Und da ändert sich dann aber nicht nur die Datenbank, sondern das komplette Programm ist dann in der entsprechenden Sprache. mhm. Das war jetzt bloß so ein kleiner Hinweis, weil sieht man ja, dass es möglich ist, jeder seine Mhm. Muttersprache. Also ich denke mal, es sind sehr viele dabei jetzt Sprachen. Gut, also die Datenbanken, einerseits kann man die selber erstellen, man kann die auch von anderen bekommen oder austauschen mit denen. Man kann auch die aktualisieren. Was noch vor uns nicht zu sehen war, ist klar, wenn eine Datenbank korrigiert wird, geändert wird, ist sie dann gelb und kann man dann auch aktuell runterladen. Die Es ist war ja bis Rot und dunkelgrün. Grün, war es jetzt ja bloß. Die ist dann dunkelgrün, das heißt, die ist schon Oh, importiert, aber halt in einer anderen alten Version. Deswegen wird die leicht abgeblendet, das sieht man dann auch. Und wenn man so eine dunkelgrüne Datenbank importiert, wird die alte gelöscht und die neue dafür ersetzt. na, ich hatte es Rote jetzt noch habe mit ich gelb. gar nicht. Ja, rote habe ich gar nicht, dunkelgrüne sind aktualisierte Hm. Datenbanken. Na, ich hatte es noch mit gelber Erinnerung. Da sieht man mal, wie lange Mhm. ich keine Datenbanken aktualisiert habe. Oder es keine aktualisierten gab. Das war noch Ja, der Punkt. das könnte auch sein. Naja, gut, Gut, okay. Dann haben wir ja sozusagen die Klientenverwaltung erstmal, sagen wir mal, sehr grob und schnell durchgegangen. Man sieht ja ja, schon, deine Mauszeiger ist auf den Scan-Button, auf den Button, wo man scannen kann, gegangen. Dann willst du uns jetzt bestimmt zeigen, wie man mit dem Programm arbeiten kann, welche Möglichkeiten genau. es gibt. Ja, das wäre also auch der logisch nächste Schritt. Zuerst kommt der Patient, ich nehme ihn auf oder ich suche ihn und Datenbank habe ich ja vielleicht schon länger vorbereitet oder organisiert, aber der nächste Schritt wäre dann der Scan-Vorgang oder der Scan selber. Ich klicke mal auf diese Schaltfläche drauf, dann wechselt es in das Fenster Scan und auch hier habe ich auf der linken Seite wie bei den Datenbanken ganz normal aufgelistet unsere Datenbanken, die wir dann integriert haben. Und ich habe hier oben die Einstellung, wie ich scannen möchte. Brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Es gibt da verschiedene Varianten. Und jetzt ist es ja so, der Patient kommt und ich spreche mit dem über seine Symptome. Sagen wir, der hat Kopfschmerzen oder er hat Depressionen oder er hat Knieschmerzen oder er hat ein Problem mit dem Partner, irgendein Beziehungsproblem. Die Themen, die dann dort kommen, die bestimmen im Prinzip, welche Datenbanken ich dann hier auswähle. Ich kann dann sagen, ich möchte mal bei den Essenzen schauen, zum Beispiel, ich wähle jetzt mal irgendwas aus, ohne darüber nachzudenken, aber dort kann ich im Prinzip das auswählen, was schon ein bisschen das Thema trifft, wegen dem er kommt. Wenn es zum Beispiel jetzt psychische Themen sind, Depression oder so, dann kann ich da mal reingehen, Datenbanken auswählen oder Belastungen zum Beispiel, wo ich verschiedene Sachen nachgucken kann. Immer wenn ich ein Häkchen setze, wird diese Datenbank, die ich angehakt habe, überprüft, ob sie mit dem Patient in Resonanz geht. Und wenn ja, werden diese Einträge, die für den Patient wichtig sind, in in dieses spätere Paket integriert, eingefügt und da kann ich sie dann angucken. Das wäre also die Geschichte, wo ich hier das mache. Und das muss praktisch in Kommunikation mit dem Patienten passieren. Und dann weiß ich, welche Datenbanken ich auswählen soll. Ich kann aber auch Sets speichern. Ich spreche das nur kurz an. Wenn also jemand mit Depression kommt, ich gucke, was kann ich denn da machen, dann speichere ich mir dieses Set unter Depression ab. Wenn der nächste Patient kommt, der Depression hat, brauche ich das nur wieder laden und muss nicht neu wieder durchgehen, was mache ich denn bei einer Depression. Das hilft also auch sehr viel und über die Monate, über die Jahre kann man sich dann damit sehr, sehr viel Zeit sparen und kriegt dann solche Sets, die man immer wieder laden kann. Die kann man mit dem links Dann oben den Button machen. genau Die die beiden. beiden hier. Klicken wir jetzt natürlich Mhm, nicht drauf, aber wie gesagt, das sind noch mehrere Button, die haben auch ihre Funktion da oben. genau. Und
das Mittelfenster über den Patienten- und Klientenbild, kannst du da noch was dazu sagen? Weil gibt es ja 5 Möglichkeiten zur Wahl. Mhm. Das sind praktisch ist die Scan-Art. Dort kann ich auswählen, wie das Feld in den Datenbanken suchen soll. Soll es die ganzen Datenbanken in eine große Reihe stellen und da was rausholen? Das heißt, manchmal könnte es sein, dass eine Datenbank dann gar nicht getroffen wird, weil da nichts Wichtiges drin ist. Ich könnte aber zum Beispiel auch sagen, jede Datenbank. Mhm. Wenn ich hier jetzt eins habe als Scan-Tiefe, ich mache mal vielleicht drei. Wenn ich drei habe, dann würde aus jeder Datenbank, die hier ist, drei raussuchen, sozusagen den Sieger aus der jeweiligen Datenbank. Und das sind aber so Kleinigkeiten, die ich dann später vielleicht mal brauche. Am Anfang wird man sicher das hier oben auf Automatik lassen, dass man gar nicht darüber nachdenken muss, sondern macht der Computer das automatisch, so wie er meint, dass das am besten ist. Aber Mhm. es gibt hier noch das Feld Fokus, was vielleicht wichtig ist für den einen oder anderen. Ich kann sozusagen den Scan unter ein Motto stellen, unter einen Fokus. Und da könnte ich zum Beispiel schreiben, Auflösen von Kopfschmerzen. Das heißt also, im Feld wird jetzt speziell nach dem Thema Kopfschmerzen geguckt. Was könnte da die Ursache sein? Was könnte da ein Problem sein? Und dann sollte ich möglichst vielleicht hier den Namen auch entsprechend abändern. Dort wird sonst einfach Scan vom so und so vielten hingeschrieben und so kann ich später dann am Namen des Scans bereits schon sehen, was habe ich denn damals gedacht, was ist da drin, wie, für welchen Zweck ist dieses Paket gedacht. Wenn ich es Mhm. jetzt fertig habe, kann ich hier auf diese Scan-Taste drücken mit dem einen Dreieck und der Scan wird dann vorbereitet. Und ich zeige das mal in dem Bildschirm schon mal hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, wenn es so Ja, klein man ist, das sieht's. Bild. Dort wird dann das angezeigt. Wenn ich den dann halte, dann beginnt der Scan. Muss hier noch einmal neu starten. Ich hatte es zu früh in die Hand genommen. So, Scan wird vorbereitet. Und dann nehme ich den in die Hand und dann beginnt der Scan. Dann wird das Licht grün angezeigt. Wenn ich zwischendurch mal loslasse, wird der Scan angehalten, kann aber auch wieder fortsetzen. Und hier wird im Prinzip dann jetzt über diesen Sensor dann herausgefunden, was geht mit mir in Resonanz. Es wird versucht, mich mit den Einträgen zu provozieren und zu gucken, bei welchem Eintrag habe ich den Stress. Und der Eintrag mit dem größten Stress, zum Beispiel in einer bestimmten Datenbank, der wird dann in diese Liste geschrieben. Ich halte es jetzt mal kurz, bis der Scan fertig ist. Zusätzlich im Anschluss, hier ist jetzt das Fraktal aktiviert, diese extra Option, die es gibt, wird dann noch ein Fraktal berechnet. Das heißt also, extra für mich und für dieses Scan-Ergebnis wird ein, ein Bild generiert, das dann mit mir zu tun hat, wo meine Lösungen, meine Probleme angezeigt werden. Und wenn ich das Bild angucke und auf mich wirken lasse, könnte das also zur Folge haben, dass Dinge, Traumata, die ich verdrängt habe oder ja, Dinge, die mir bisher nicht bewusst waren, aber bei mir gewirkt haben, dass die in den Vordergrund kommen. Hier ist es also hinter der virtuellen Person sichtbar. Das ist im Prinzip dieses Fraktal, das er hier jetzt hergestellt hat. Und Und damit zu der haben wir Hardware den kommen wir Scan später fertig. dann. Genau, Sorry. damit Die zeigen haben wir wir dann, wenn den, es großes Bild ist, kannst du mal die Hardware schön zeigen, also welche du genau. jetzt zur Verfügung hast. Ja, das Mhm. Fraktalbild, gibt es zum Schluss mit dazu, kann man auch auf sein Handy laden oder als Bildschirm auf dem PC, das man sich mal anschauen kann oder ausdrucken. Exakt, Ich denke mal, du genau. würdest das jetzt selber sagen. Du zeigst es ja bestimmt dann logischerweise in der nächsten Übersicht, dann noch weiter genauere Sachen. Jetzt haben wir einen Scan. Wie würde denn Ja. jetzt weiter vorgegangen werden, wenn man damit arbeitet? Mhm. Zunächst würde ich dann mit dem Patienten diesen Scan besprechen. Das heißt also hier bei Senden und Berichte, in dem Fall ist es der Teil Berichte, dort geht man hinein und hier haben wir unseren Scan, den wir unter dem Motto Kopfschmerzen benannt haben. Und da schauen wir mal hinein und sehen dann praktisch die inneren, ja, innere Leere auflösen,
Leid und so weiter, was da alles drin ist, kritisieren, auflösen und so weiter. Das sind die Resonanzen, die er gefunden hat und die können wir jetzt mit den Patienten besprechen. Wir haben hier auch noch eine Intensität, wo ich sehen kann, was ist jetzt besonders wichtig. Das wäre dann, wenn es maximal wichtig ist, 100. Wenn es maximal unwichtig ist, dann wäre es 0 oder würde auf jeden Fall unter 10 runtergehen. Ähm, Jetzt ist das Wichtige, dass wir diese Einträge, die hier stehen, mit dem Patienten besprechen. Denn das, was hier steht, sind im Prinzip die Themen, um die es geht. Es sind nicht Diagnosen oder Krankheiten oder ähnliches. Auch wenn das hier steht, zum Beispiel Masern, ja, heißt es nicht, dass der Mensch jetzt Masern hat, sondern er hat sich in irgendeiner Art und Weise zwar relativ schwach, aber irgendwie ist diese Schwingung in seinen Gedanken gewesen. Vielleicht hat er mal dran gedacht, wie das früher war, als er Masern hatte. Vielleicht hat das Kind das jetzt gerade, vielleicht hat es auch ein anderes Kind im Kindergarten beispielsweise gehabt und jetzt hat man ein bisschen Sorge, dass die eigenen Kinder das auch bekommen. Also die Schwingung ist da, die kann das Umfeld betreffen, muss aber nicht immer zwangsweise jemand selbst treffen. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass es hier Resonanzen sind und keine Diagnosen. Das muss man auch dem Patient ganz klar sagen, wenn man vorhat, beispielsweise einen Ausdruck zu machen. Dann muss er zwingend wissen, dass das keine Diagnose ist, sondern einfach ein Thema. Und das Thema muss jetzt besprochen werden. Und wenn ich dem sage, sag mal, hier steht jetzt der Eintrag Masern, was fällt dir dazu ein? Dann kommt die Geschichte. Dann denkt er nach, was hat denn Masern mit mir zu tun? Und dann wird irgendwas kommen, eine Geschichte. Und die Geschichte, die sollte man überprüfen, ob die mit Emotion behaftet ist. Ob da zum Beispiel eine Träne fließt, ob die Stimme stockt oder ähnliches. Das kann also dann ein sehr guter Hinweis sein, dass es eine, sagen wir mal, wirkende Resonanz ist, die immer noch nicht gelöst ist bei ihm. Wir suchen also zum Beispiel, hier haben wir innere Leere auflösen. Wenn der Mensch zum Beispiel sich einsam fühlt und zu Hause ist und so eine innere Leere fühlt und ich frage den, fühlst du manchmal eine innere Leere? Und wenn jetzt dann die Tränen fließen und eine entsprechende emotionale Resonanz kommt, dann müssen wir genau dieses Thema vertiefen, weil dort ist im Prinzip dann das Problem, das vielleicht sogar direkt das Symptom ausgelöst hat. Und das machen wir mit allen Einträgen, die hier stehen. Und da, wo halt keine Resonanz kommt oder wo es zu kompliziert ist, beispielsweise, wenn da steht Aluminiumverbindungen, dann kann man nicht unbedingt als Patient jetzt gleich draufkommen, was das für ein Thema war oder was das ist. Bei mir wäre es jetzt einfach, ich habe vor kurzem eine Aluminiumstange gesägt. Vielleicht habe ich da ein bisschen Aluminium mitbekommen, aber es gibt natürlich auch Einträge, wo es einem nicht klar ist, warum das da steht. Und das lassen wir dann einfach trotzdem im Scan, denn es hat ja seinen Grund gehabt, warum diese Schwingung da ist. Vielleicht verstehen wir sie nächste Woche oder vielleicht in einem Jahr, warum die da drin steht. Wir müssen also nicht alles auf Anhieb verstehen, was da drin ist, sondern wir müssen nur suchen. Was ist jetzt das Extremste, was ihn emotional momentan belastet? Und das ist eben das Wichtige. Und wenn wir dann daraus gelernt haben, um was geht es ihm denn? Was sind das für Themen, mit denen er sich beschäftigt? Dann müssen wir mit ihm zusammen ein Ziel erarbeiten oder einfach ein Ziel aussuchen oder herausfinden. Dieses Ziel, das ist das, was er in seinem Leben ändern muss, was er verändern muss, um dieses Symptom, das er hat, nicht immer wieder neu anzutriggern über diese Resonanzen, die wir hier gefunden haben. Nehmen wir mal an, machen wir gerade mit den Masern weiter. Wir hätten Masern als Geschichte und die Geschichte kommt dann, dass im Kindergarten das war und jetzt habe ich Angst, dass mein Kind das auch bekommt, vielleicht ich sogar auch bekomme. Und dann könnte ich jetzt hier ja oben reinschreiben,
als Ergänzung zum Beispiel zu dem Problem, das ich vorhin eingegeben habe, ähm, das Immunsystem von, nennen wir mal, äh, Hans, wenn das der Sohn wäre, der im Kindergarten ist, und mein Immunsystem arbeiten optimal. Damit habe ich zum Beispiel jetzt mein inneres Immunsystem ein bisschen gestärkt und ausgerichtet, um diese Dinge zu beschützen und darauf zu reagieren, wenn solche Viren beispielsweise mit mir in Kontakt kommen. Das ist ganz gut, wenn man das macht, wenn man hier das Ziel einträgt. Oder wenn, nehmen wir mal an, die Kopfschmerzen würden vom Stress kommen, den ich in der Arbeit habe, dann könnte ich hier zum Beispiel hinschreiben, ich organisiere meine Arbeit optimal. Das bedeutet, dass ich gucke, dass ich nicht überarbeitet bin. Ich kann vielleicht einen Ausgleich schaffen zu meiner Arbeit. Ich kann versuchen, diesen Stress zu lösen. Ich kann vielleicht, wenn sprechen, mit dem Chef sprechen, notfalls in eine andere Abteilung versetzen lassen. Ich muss auf jeden Fall das lösen, was mich belastet, denn ansonsten gibt es eben die Symptome und wir wollen ja die Symptome auflösen und nicht unterdrücken, so wie es eben oft gemacht wird, sondern wir wollen sie tatsächlich lösen, nachhaltig. Und das schafft man, wenn man die Ursache sucht und die Ursache wegnimmt. Das wäre also dazu zu sagen. Und dann haben wir im Prinzip jetzt ein Paket zusammen. Und dieses Paket können wir dann in das Feld des Patienten übertragen. Ähm, Dazu kann man hier unten auf Starten drücken. Ich mache das mal gerade. Dann kann man auch wieder die Handelektrode in die Hand nehmen. Hier ist jetzt gerade Rapid Transfer eingeschaltet. Das ist praktisch die schnellste Übertragung, die man machen kann. Wenn der Patient da ist, würde ich das nicht machen. Dann würde ich eher langsam oder mittel in der Geschwindigkeit ablaufen lassen. Die Geschwindigkeit hat keine Qualitätsauswirkung. Ob ich es jetzt schnell übertrage oder langsam, ist für das morphische Feld egal, aber für den Patient nicht. Wenn es zu kurz ist, kann er es nicht aktiv annehmen, kann er sich nicht einfühlen und dann ist es unbefriedigend für ihn. Also Ja. an der Geschwindigkeit einfach darauf Da gibt achten. es ja dann verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die man einstellen kann da unten. Genau, genau. So, für die anderen jetzt noch, die das Programm jetzt noch nicht kennen, ihr seht ja das ist eine Übersicht, da gibt es noch weitere Spalten. Man kann sich auch Mhm. jede Zeile im Detail anschauen, machen wir jetzt natürlich nicht. Also vorne auf das erste Ich Augensymbol mache nur drücken. mal kurz drauf, dass man sieht, man kann hier praktisch jeden Ja, einzelnen Eintrag durchgehen. kann man durchgehen. Dann würde ich sagen, vielleicht eins noch wichtig, bevor wir weitergehen. Da Mhm. gibt es noch die Spalte Potenz, also die D, LM und C-Potenzen. Kannst du da noch mal kurz was dazu sagen? Ja, wenn man will, kann man die Potenzen mit scannen lassen. Die sind einfach abgeleitet von der Homöopathie. D-Potenzen sind also sehr stofflich nahe Potenzen. Das heißt, da ist keine so starke Verdünnung vorgesehen, während C-Potenzen schon mehr verdünnt sind und LM-Potenzen sehr, sehr stark verdünnt sind. Und viele nehmen das dann als Interpretationsmöglichkeit für beispielsweise akute Vorgänge, wenn es also im stofflichen Bereich ist. Also alles, was D wäre, zum Beispiel hier D9. Hm. Das, wenn wir hier das Leid angucken, dann ist das eher was akut ist, was vielleicht jetzt eine Woche lang ist. Dann kann ich auch zeitlich vielleicht ein bisschen gucken, was hat denn Leid verursacht in den letzten ein, zwei Wochen. Wenn es C ist, dann könnte das jetzt Monate sein, wo das Thema betrifft. Und wenn es LM ist, ich muss mal gucken, was es hier LM In der gibt. Mitte. Ja, nehmen wir das Oder das hier. zweite. Ja, das zweite auch, ich weiß gar nicht, was das ist, könnten wir mal kurz Steht reingucken. unter Belastung Äh, Datenbank. Mhm. Dafür verantwortlich, dass Blut-Hirn-Schranke geschädigt wird und Giftstoffe direkt ins Gehirn des Kindes eindringen können. Also das ist praktisch so ein ja, Giftstoff, der eben negativ wirken kann. Und da kann ich auch gleich was dazu sagen. Wir haben unser System so geschützt, dass wenn hier negative Dinge kommen,
dann werden die nicht als negativ übertragen, sondern als Schutz vor. Das System weiß praktisch, wenn es was Negatives ist, muss es das umdrehen in was Positives oder in einen Schutz vor. Und das wäre also in diesem Fall so gewesen. Wenn ich das sende, wird das eben als Schutz vor diesem Mittel geschickt. Und das ist wohl eher was, was vielleicht jetzt laut dieser Potenz hier längerfristiger ein Problem war. Nehmen wir mal an, das Kind wäre äh, geimpft worden, dann könnte sowas unter Umständen im Impfstoff drin sein oder es steckt irgendwo in den Möbeln oder in irgendwelchen Substanzen, die von der Wohnung ausdampfen, dann könnte das natürlich sein, dass das längerfristig ist. Also hier kann man das einfach so ein bisschen abschätzen, während die Intensität einfach eine Reihenfolge bildet. Das heißt, das, was am stärksten in Resonanz gegangen ist, das wird oben angezeigt und je schwächer die Resonanz ist, umso weniger ist die Intensität, umso weiter unten ist der Eintrag. Ich mache es dann immer so, dass ich nur bis 50 gehe in der Regel. Die gucke ich mir extrem an und die unteren eigentlich weniger oder eben nur vielleicht als Referenz oder als Querverweis. Manchmal sieht man, dass das hier dann sich mit den oberen deckt. Oder wenn tatsächlich oben gar nichts gefunden wird, dann könnte ich natürlich hier unten auch weitermachen. Aber im Prinzip ist das, was oberhalb von 50 ist, dann auch wichtig. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob du es jetzt eh noch so erklären wolltest. Das Programm hat ja einerseits viele, viele Standardeinstellungen, die vorgegeben sind, die kann man ändern. Du kannst jetzt mal auf dieses Zahnradrädchen klicken und nur einfach mal zeigen, dass viele, viele Änderungen zu machen sind oder auch, wenn du magst, noch ein, zwei Worte dazu sagen zu Ja, dem. die Änderungen betreffen eigentlich einmal, mit welcher Hardware möchte ich senden oder auch Hm? scannen. Im Scanfenster gibt es das auch, das Fenster. Da wähle ich das dann aus. Wenn ich nichts auswähle, dann werden immer alle Geräte, die angeschlossen sind, gleichzeitig benutzt. Das ist ganz vorteilhaft. Wenn ich jetzt das Ding nicht anschließe, habe aber das Tweaklight angeschlossen, dann wird er einfach mit dem Tweaklight scannen. Mhm. Das macht er also automatisch. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch verschiedene Einstellungen, die man für die Sendung, die später abgeschickt wird, wichtig sind. Und da kann man zum Beispiel die Stärke einstellen, ob das tags, nachts wirkt, von wann bis wann es wirken soll, ob das unbegrenzt wirken soll. Hier vielleicht auch noch wichtig, kommt aber eigentlich nachher beim Senden. Man sollte die Wirkdauer bei Menschen nicht zu lange machen. Also wenn ich jetzt beispielsweise jemand hat Kopfschmerzen und ich setze die Wirkdauer dieses Pakets auf ein Jahr, dann habe ich sozusagen den Menschen zur Aufgabe gestellt, die Kopfschmerzen innerhalb von einem Jahr von 100 auf 0 zu reduzieren. Und das ist natürlich jede Menge Zeit. Ich könnte das ja auch von jetzt bis in 4 Wochen bestimmen. Das heißt, wenn ich sage, von jetzt bis in 4 Wochen müssen die Kopfschmerzen aufgelöst sein, dann kommt natürlich die Selbstheilungskraft nicht unter Druck, aber sie hat jetzt ein schnelleres Ziel, das sie erreichen soll, und dann erreicht sie es auch schneller. Also je mehr Zeit ich für die Heilung gebe, umso mehr Zeit wird für die Heilung auch genommen. Deswegen macht es Sinn, die voreingestellten 4 Wochen zu nehmen. Ich kann das aber auch nicht auf 5 Minuten stellen, denn nehmen wir an, ich schneide mir in den Finger, dann blutet es, dann kann ich nicht in 5 Minuten erwarten, dass das wieder zugeheilt ist. Das dauert halt seine Zeit. Die Zellen müssen das reparieren. Der Geist, die Gedanken müssen geändert werden von negativ, destruktiv auf positiv Gesundheit. Und es geht halt nicht, in der Regel nicht von jetzt auf nachher. Manchmal geht es auch, aber in der Regel dauert es eine bestimmte Zeit lang und deswegen sind hier 4 Wochen eine gute Zeit. Und das ist alles voreingestellt. Wenn ich also Anfänger bin, dann taste ich die Dinge gar nicht an. Ich mache einfach, ich drücke auf Scannen, ich überlege mir, was steht da, ich überlege mir ein Ziel, ich drücke dann auf Senden, dann ist es abgeschickt für den Patienten und fertig. Dann Mhm. muss ich da nicht viel machen Ich denke extra. mal, für weit über 99% ist die Standardeinstellung eine sehr, sehr gute Wahl. Alle anderen Absolut, müssen ja. sich halt, da gibt es noch einige Funktionen in diesem Programm, da kann man bestimmte Sachen auch ermitteln, wie man sie ändern kann oder wo man sie einstellen kann. Einstellungen logischerweise, die Grundeinstellung ändern. Das ist aber dann Dinge, die im Laufe der Arbeit der ein oder andere dann vornehmen wird, standardmäßig mit diesen
28 Tagen, also 4 Wochen, alle vier Genau. Stunden. Und was der wichtige Punkt ist, halt noch, was du vielleicht nicht gesagt hast, oder ich habe es gerade nicht gehört, wir senden alles mit Eimer ab. Das System muss nicht die 28 Tage an sein und sendet alle 4 Stunden, sondern mit Zeitstempel geht das alles mit Eimer raus und somit ist dieses komplett erledigt. Hättest du wahrscheinlich Absolut. noch gesagt, ich weiß ja nicht, über Senden Ja, kommt ja auch. ich hab's vergessen. Gut, dass du sagst. Also im Prinzip ist das auch ein Riesenvorteil von unserem System im Vergleich zu anderen. Andere Systeme müssen in der Regel eingeschaltet bleiben und der Computer sendet das ab. Erst der Computer sendet das direkt in das Feld des Klienten. Wir haben schon 2006 eine wunderbare Methode gefunden, wie wir dieses globale morphische Netz, in dem wir uns alle befinden, wie wir dem die Information geben und es beauftragen, zu den jeweiligen Sendezeiten, die hier festgelegt sind, dass dann in das individuelle Feld, das mit in dem großen Feld drin ist, zu übertragen. Das heißt, ich gebe diese Sendeaufgabe dem morphischen Feld weiter und das morphische Feld macht das und ich kann meinen Computer ausschalten. Obwohl er aus ist, wird trotzdem weitergesendet. Und das ist ein großer Vorteil, den unser System hat, äh, der einfach wunderbar funktioniert. Und wir haben es auch lange getestet. Es war eine Idee von Yvonne Tobler aus der Schweiz, das so zu machen. Und wir haben also viel Rückmeldung, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Ist auf jeden Fall eine praktische Variante und diese Standardeinstellung, welchen Abstand war vor uns in dieser Übersichtsseite zu sehen. Also wie es jetzt aktuell sendet halt. Ja, Und ich denke mal, sollte man auch so lassen. Gut, da haben wir ja einiges hier dazu gesagt. Wir könnten noch viele, viele weitere Punkte sagen, weil es ist noch sehr individuell benutzbar, das Programm. Ich denke mal, willst jetzt zum nächsten Punkt weitergehen. genau. Gesendet Also haben das wir es ja schon nächste, einmal. Willst du dazu noch genau. was sagen oder wie sieht's aus? Ja, im Prinzip wird das gesendet. Also das ist dann praktisch das Ritual, wo ich dann das alles in das Feld schicke Hm. und dann erwarte, dass das Feld das dem Patienten weitergibt. Aber es gibt ja außer dieser feinstofflichen Idee, die wir jetzt hier dem Menschen in seine Gedanken gesetzt haben, ja auch noch die Pflicht oder die Aufgabe, das physisch umzusetzen. Weil es bringt eigentlich nichts, wenn ich nur sende, aber dann alles weiterlaufen lasse wie bisher. Beispiel, jemand hustet wie blöd und das System sagt, du musst deine Lungen heilen oder deine Lungen gucken, dass mit denen alles okay ist. Und der Mensch raucht lustig weiter. Dann wird natürlich der Husten nicht aufhören, weil ich das Gegenteil von dem mache, was feinstofflich gesendet wird. Heißt also, er müsste das Rauchen aufhören. So, aber das ist sehr, sehr schwierig, weil es ist eine Änderung in seinem Leben und diese Änderung, die ist nicht so einfach mal machbar. Oder es kann ja auch Rauchen aufhören sein, das Essen in einer richtigen Menge sein. Es kann sein, mich nicht mehr über einen Menschen aufzuregen, über meinen Chef beispielsweise, wenn der blöd zu mir ist, dann ist es im Prinzip nicht sein Problem, sondern es ist mein Problem und ich muss bei mir ansetzen, das zu lösen, weil wie will ich denn meinen Chef ändern? Also ich kann es nur bei mir ändern, also muss ich bei mir anfangen, das zu ändern. Und das sind dann die Dinge, die ich nach der Sendung, die eigentlich auch oben im Einleitungstext drin stehen müssen, die ich nach der Sendung als Aufgabe bekomme, das zu machen. Und das hilft dann auch sehr, sehr gut. Ich empfehle eigentlich immer, den Einleitungstext auf einen Zettel von Hand zu schreiben und auf den Nachttisch zu legen und dann morgens das einmal durchlesen. Dann bin ich praktisch tagsüber fokussiert und auch wenn das Ganze jetzt 4 Wochen dauert, werde ich mein Ziel, das ich habe, nicht aus den Augen verlieren. Das ist im Okay. Prinzip wichtig zu wissen und zu machen. Dann könnte man natürlich auch noch Fraktal-Videos erstellen, beispielsweise, wenn wir bei Informationsträgern sind, wo ich ein bewegtes, harmonisches Video erstelle und vielleicht sogar noch Musik unterlege, das ich dem geben kann, um einen Ausgleich zu schaffen für Stress beispielsweise, wo er dann sehr gut angucken kann, abends auf seinem Handy oder mit seinem Computer. Da gibt es also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, und dann wäre es eigentlich praktisch, wenn der Patient einmal in der Woche kommt und wir dann sozusagen
die Zielerreichung prüfen. Also wie weit ist jetzt das schon gekommen von dem ursprünglichen Zustand bis zum jetzigen Erfolg und das dann auch bewerten. Und gegebenenfalls müssen wir halt auch das Ziel neu ausrichten oder wir müssen Korrekturen vornehmen und dann eben das korrigierte Paket dann auch wieder absenden. Und das macht man dann mit Folgescans, brauchen wir jetzt aber gerade auch nicht vorführen, nur dass man weiß, durch das einmalige Absenden ist das nicht erledigt, sondern ich kann einfach in einer Folge dann nachprüfen und schauen, wie verändert sich es, was verändert sich und kann dann darauf auch entsprechend reagieren. Den anderen muss es halt auch bewusst werden, was da stand zum Beispiel. Ja, Beziehungsweise, dass sozusagen, wenn er, also nur die Information gesendet wird, dann wird es wahrscheinlich nur eine vorübergehende Verbesserung und dann wird das irgendwann wiederkommen. mhm. Ja, gut, Genau, okay, Folgescan ist ja klar. Müsste man jetzt, machen wir einfach, sagen wir mal, aus Zeitgründen jetzt nicht. Würde ja quasi nur mhm. noch die Veränderungen sehen. Wie hat sich das jetzt nach den paar Minuten schon verändert? Natürlich, du sagtest eine Woche oder auch 14-Tage-Rhythmus oder was auch immer. Genau. Legt dann Ja, der entsprechende Patient, beziehungsweise der entsprechende Therapeut, Heilpraktiker oder wer auch immer jetzt das mit seinen Klienten nutzt, legt das dann selber fest, wann er eine genau, Kontrolle machen möchte. exakt, genau. Das ist richtig. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen die Hardware zeigen, die wir haben, dass man noch sieht, was man einsetzen kann. Wir haben von teuer bis günstig. Teuer heißt bei uns so im Preisbereich um die 1000 Euro. Günstig heißt so im Preisbereich um die 400 Euro. Ich fange mal mit der einfachen Das, Geschichte Moment, an. Wolfgang, das können wir Ja, gerne machen. Ich denke mal, dann wäre es vielleicht gut, die Präsentation abzuschalten. Dann ist unser Videobild genau. größer und dann sieht man auch, was du vielleicht in die Kamera hältst. Ja, Besser. mache ich. Das wäre zum Beispiel jetzt dieser CA-Sensor, kommt ursprünglich vom Corpus Analyzer, kann aber für alle unsere Produkte eingesetzt werden und hat eben diese zweigeteilte Elektrode, vorne ein kleines Farblicht eingebaut, wo man auch reingucken kann. Das ist also nicht so, dass das einen blendet. Man könnte es aber auch, wenn man jetzt hier eine Narbe hat, da draufhalten und könnte das Licht dann dort direkt drauf scheinen lassen. Da hat man also alle Möglichkeiten. Wird über USB-Kabel an Computer angeschlossen, wird dann erkannt und entsprechend hier im System angezeigt. Das nächste wäre das Tweaklight. Das sieht so aus. Das ist im Prinzip äh, auch eine Farbleuchte, ähnlich wie der CA-Sensor, allerdings bei weitem stärker. Also wenn ich das einschalte, dann habe ich sehr viel Licht hier. Ich sollte da auch nicht reingucken, weil das ein bisschen anstrengend für die Augen ist. Und da gibt es eben auch alle Farben, sind glaube ich 16 Millionen Farben rechnerisch, die man hier darstellen könnte. Und die Schwingung, die jetzt übertragen wird, die wird dann auch eben über die Farbe und über solche kleinen Frequenzen, die da mitschwingen, dann ausgegeben. Und auch hier habe ich dann die Möglichkeit, das auf Narben oder wenn der Mensch jetzt Rückenprobleme hat, dann könnte ich ein Stativ aufstellen. Da gibt es ja Mikrofonstative, die passen genau für das hier, ist also auch nicht zu teuer und kann das dann so aufstellen, dass es ihm auf den Rücken leuchtet oder auf das entsprechende Gelenk, aufs Kniegelenk, auf die Hüfte, dort, wo einfach der Schmerz ist. Oder auch, wenn jemand Reizdarm hat, auf den Bauch beispielsweise, könnte man es gut draufhalten. Wichtig ist halt, dass man mit dieser Leuchte das Licht passiv anguckt, also sozusagen die Reflexion und nicht direkt reinguckt. Und wenn man möchte, kann man das auch noch größer bekommen. Das ist hier der Bucher Wavemaster, der mit Tweaklight arbeitet. Und hier kann man dann das Tweaklight einlegen. Ich schalte es mal gerade ein, dann sieht man auch, wie das oben das Licht dann hier leuchtet. Ja, gut, ist zu hell. Ja, Ich man halte mal die sieht's, Hand man hin. sieht's. Und da kann ich dann, wenn ich möchte, auch Objekte wie jetzt zum Beispiel so ein Heilstein oder Globuli nehmen und die bewellen. Oder ich könnte auch, wenn ich will, Flüssigkeiten nehmen und die da draufstellen und das dann bewählen. Da habe ich dann sehr gute Möglichkeiten und natürlich auch beispielsweise Magnetkarten. Ich habe hier so eine Energetikkarten, so muss es sein.
und die könnte ich dann hier reinstecken und lasse dann eine Sendung machen und gebe die dann mit. Ist ein gutes Anwendungsbeispiel. Zum Beispiel, nehmen wir an, jemand hat Flugangst, ein Manager zum Beispiel, dann hat er natürlich Probleme, wenn er nicht fliegt und seine Termine nicht wahrnehmen kann. Wenn er aber die Karte hat und ich mache da drauf, du bist sicher, du kannst den Flug genießen, du kommst entspannt und erholt an und so weiter. Du bist oben und kannst auf die Probleme auf der Welt runterschauen und die sind alle ganz klein. Wenn man solche Energien mit der Karte mitliefert, dann kommt der Mensch ein bisschen weg von diesem Gedankenkreislauf. Absturz, habe ich mein Testament gemacht, was macht meine Frau, wenn ich gestorben bin? Das sind dann lauter so Angst-Panik-Szenarien, die immer sich sogar noch aufschaukeln, je mehr ich daran denke. Und da könnte dann so eine Karte beispielsweise sehr gut das durchbrechen. Und dann schaffe ich es, ins Flugzeug einzusteigen. Und ein wichtiger Hinweis ist, je öfter ich eine Angst ähm, vermeide, also ich vermeide die Situation, weil ich Angst davor habe, umso größer wird diese Angst. Und je öfter ich das konfrontiere, also je öfter ich ins Flugzeug einsteige, umso kleiner wird die Angst. Und wenn man das weiß, diesen Mechanismus, dann merkt man, ich muss das einfach, ich muss mich konfrontieren, weil damit kriege ich das Problem los. Und wenn man das so macht, hat man also sehr, sehr gute Möglichkeiten, mit Hilfe dieser Karte dann das zu tun. Jemand, der schon 30 Jahre nicht mehr in einen Fahrstuhl eingestiegen ist, weil er Angst davor hat, für den ist das ein verdammt großer Schritt. Er muss den Schritt selber machen, aber die Karte gibt ihm die Energie, das zu tun. Und das ist das Schöne an diesen Informationsträgern, die man dann mitnehmen kann, die einem praktisch beim Bewältigen dieser Probleme helfen können. Ja, ginge natürlich auch alles mögliche andere, was man besenden könnte. Also noch einige andere Genau. Sachen. Ja, wir haben zum Beispiel auch Ja, Goldmünzen, das wäre für Münzen Kinder zum Beispiel nett. Und die können Sie in die Geldbörse oder tun, jemand hat einen genauso wie, Talisman was? schon. Ja, genau. Genauso wie zum Beispiel Kinder, die Lernstörungen haben. Da habe ich immer den Tipp, nehmt irgendeinen schönen Stein, den darf er sich selber raussuchen. Und dann machen wir da Energie drauf, dass er aufmerksam ist, dass er gut lernen kann, dass er konzentriert lernen kann. Und dem Kind sagt man im Prinzip, leg den Stein vorne auf deinen Schreibtisch. Der Stein lernt mit dir mit. Alles, was du lernst, lernt der Stein auch. Wenn du aber nicht lernst, dann ist der Stein dumm, dann weiß er nichts, aber wenn du lernst, dann wird er sich das merken. Und dann nimmst du diesen Stein mit in die Prüfung, hast ihn in der Hosentasche und dann, ja, das Ergebnis ist, dass eben diese Blackouts viel weniger sind, wo der dann da sitzt und einfach, ich weiß nichts mehr, ich habe alles gelernt, aber ich bin jetzt so aufgeregt und durcheinander, ich kann nichts mehr aus meinem Gedächtnis holen. Und da kann so ein Stein wunderbar helfen, denn der hat ja mitgelernt und der schiebt sozusagen die Information wieder an. Also da gibt es sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Ja, okay. Ich denke mal, war sehr umfangreich, sehr interessant für den einen oder anderen. Ich denke mal, wir werden einige Fragen haben. Bitte schreibt die uns unter das Video oder auch in die Telegram-Gruppen. Ich werde wieder von Wolfgang das, was er möchte, darunter haben, verlinken. Und alles andere, wenn wir sehen, was wir vielleicht noch ein anderes Programm erklären beim nächsten Mal oder das, was er sagte, Kollektivbesendung, wie das funktioniert oder irgendwelche anderen Teile herauspicken. Wir werden mal sehen. Einerseits werden wir auch eigene Themen noch haben jetzt, welches wir beim nächsten Mal machen könnten. Und ansonsten lassen wir uns einfach überraschen, was jetzt ihr für Fragen habt zum Vita Coach. Genau. Okay, Gut, dann danke für deine Zeit, Wolfgang. sehr Wünsche gern dir geschehen. Ich danke für deine. wünsche dir schönen Abend und bis bald. Tschüssi dann euer Ufer und bis demnächst.